Die Verweildauer oder Interaktionsrate ist für SEO ein sehr wichtiges Thema. Also wie lange jetzt ein Besucher auf deiner Website oder deinem Online-Shop ist. Aber ist 1 Minute 10 jetzt wirklich tatsächlich besser als 5 Minuten 20? Also was ist jetzt eine gute Verweildauer? Ist länger immer besser? In diesem Video erkläre ich dir eben, wie wichtig dieser Wert ist, wie du das Ganze auswertest für deine Website oder Online-Shop und was die Verweildauer positiv wie negativ beeinflusst. Mein Videoassistent ChatGPT habe ich natürlich auch gefragt, wie wichtig er auf einer Skala von 1 bis 10 das Thema Verweildauer einordnen würde, und er hat geantwortet eine 7 von 10, also doch ein sehr wichtiger Faktor, wie auch unsere Erfahrung zeigt. Mein Name ist Sebastian Borske, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der erfolgreichen Wiener SEO-Agentur It-Helps. Wir helfen Unternehmen in ganz Europa, mehr Kunden und höhere Umsätze über das Internet zu generieren. Wenn auch du deine Kundenbasis oder Umsätze erhöhen möchtest oder in so einer Agentur arbeiten möchtest, dann melde dich gerne unter office@ithelps-digital.com bei uns. Beginnen wir mit den Basics. Was ist die Verweildauer? Verweildauer ist, User kommt auf deine Website, das heißt Start der Sitzung, und geht von deiner Webseite, springt wieder irgendwo anders oder auf der gleichen Seite ab. Das heißt, diese Dauer, die diese Person eben auf deiner Website war, ist diese Verweildauer. Verweildauer wird in Minuten und Sekunden gerechnet, manchmal auch in Stunden. Eine längere Verweildauer ist schon ein Hinweis dazu, dass die Leute sich mehr oder eher mit den Inhalten auf deiner Website oder Online-Shop beschäftigen. Eine kürzere Verweildauer kann sehr wohl hindeuten, dass sie nicht das vorgefunden haben, was sie sich vielleicht erwartet haben. Also was ist die Verweildauer eigentlich? Eine Art Messinstrument oder Indikator für die Zufriedenheit deiner Website-Besucher auf einer bestimmten Seite oder der gesamten Website. Schauen wir uns das Ganze historisch an. Schon 2011 hat Google verkündet, dass die Verweildauer ein wichtiges SEO-Element ist. 2013 hat dann Bing nachgezogen und das genauso announced. 2021 hat Google auch wieder verkündet, dass Nutzerzufriedenheit eben ein viel wichtiger Faktor in den Google-Rankings geworden ist, und da zählt die Verweildauer natürlich dazu. Wo sieht man jetzt diese Verweildauer? Ich zeige es euch in Google Analytics Universal und Google Analytics 4. Google Analytics Universal ist noch das alte Analytics, das ja mit Juli 2023 nicht mehr mit Daten befüllt wird. Also ich würde dir empfehlen, umzusteigen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, hier eben das alte Google Analytics, sieht man auf der linken Seite unter Verhalten, Website Content, alle Seiten, sehe ich den Traffic von verschiedenen Unterseiten. Dann siehst du in der Spalte durchschnittliche Zeit auf der Seite. Da wird natürlich nur die Zeit auf der jeweiligen URL. Also wenn wir, weiß nicht, auf Unterseite A sind, dann wird es nur die Zeit gemessen, wie viel dieser User auf dieser Seite sich bewegt. Das ist für mich aber ein guter Indikator, weil wenn ich das natürlich nach dieser Metrik eben oder dieser Spalte sortiere, dann sehe ich eben Seiten, die eine sehr, sehr niedrige Zeit auf der Seite aufweisen. Und da muss ich mir eben anschauen, warum springen mir die Leute dort ab oder wechseln die Seite. Eine andere Metrik, und das ist ja, die miteinander zusammenspielt, ist die Absprungsrate, weil natürlich, wenn jemand die Sitzung oder den Besuch auf deiner Website beendet, dann ist das eben ein Absprung. Und man kann eben mit der Absprungsrate messen, wo auf welcher Seite die Leute am häufigsten dann deine Website komplett verlassen. Auch hier kann man wieder nach der Absprungsrate sortieren und dann hier die Seiten durchschauen, wo diese zwei Werte einfach schlecht sind. In Google Analytics 4 heißt das Ganze Interaktionsrate. Das heißt, wann wird eine Interaktion durchgeführt während einer Sitzung. Das Ganze befindet sich auf Berichte, Engagementseiten und Bildschirme zum Beispiel. Auch hier sieht man dann wieder, auf welche Seiten gab es wie viele Aufrufe, und dann eben sortieren nach der durchschnittlichen Interaktionsdauer. Und dann würde ich mir auch hier anschauen, warum die Leute hier sehr wenig interagieren. In unserem Beispiel sind das Stellenangebote. Das heißt, aus irgendeinem Grund kommen da viele Leute hin, aber nach wenigen Sekunden gehen sie wieder. Bevor wir uns die Gründe einer guten oder schlechten Verweildauer anschauen, möchte ich dir unseren heutigen Sponsor präsentieren. Das ist nämlich userbrain.com, eine Plattform, wo du deine Website oder Plattform testen lassen kannst und Videotestimonials bekommst, wie gut diese auf Menschen wirkt.
Userbrain hat einen Pool von vielen Testern, die du sozusagen ansprechen kannst über die Plattform vollautomatisch, oder du kannst auch natürlich eigene Tester oder eigene Zielgruppen hochladen bzw. einladen, einen Test durchzuführen, und auch das kann über Userbrain verwaltet werden. Wir empfehlen immer, wenn neue Webseiten online gegangen sind, eben einen Check durchzuführen. Wir sagen immer 5 bis 10 Tests, dann kriegt man einen guten roten Faden, was alle Leute ungefähr gleich sehen und verstehen. Bei der Verweildauer muss ich mir auch immer die Suchintention anschauen. Das heißt, sagen wir mal, wir werden in Google gefunden mit dem Begriff, was muss ich gegen Bauchweh tun? Das ist vielleicht ein Ratgeber, da bin ich mehrere Minuten, weil ich den vielleicht ausführlich durchlese, und bin ich vielleicht eine längere Zeit grundsätzlich auf der Seite. Schauen wir uns im Gegenzug an, Amazon Hundebett schwarz Kunstleder, würde ich das eingeben, über Google auf Amazon kommen, ich sehe das passende Produkt, würde sagen One-Click kaufen, bin ich vielleicht in 10 Sekunden durch. Ist das jetzt deswegen eine schlechte Kennzahl, dass ich das sehr, sehr schnell auch vor allem konvertiere? Nein, im Gegenteil, ist eigentlich sehr gut. Was ich da damit sagen möchte, ist eigentlich nur, man muss immer solche Zahlen immer sehr vorsichtig behandeln und überdenken und überlegen, woran könnte das liegen und was ist einfach das, was die Leute erwarten auf deiner Seite, auf dieser Zielseite, von welcher Quelle kommen die Leute, von Google, von einer Werbung oder ähnliches, und was finden sie dann einfach auf der Seite vor. Was sind noch so Faktoren, die eine schlechte Verweildauer erzeugen? Ein Klassiker, schlechte Ladezeit, viele Pop-ups, die kommen. Stellt sich vor, ihr sucht ein Ergebnis, dann kommen 13 Pop-ups. Manche schließen die Seite einfach oder gehen zurück auf Google und schauen sich lieber ein anderes Ergebnis an. Zur Sicherheit, eine hohe Verweildauer heißt dann nicht gleich deswegen, dass die User zufrieden sind, und auch nicht, dass du deswegen jetzt ein gutes Google-Ranking hast. Ganz logisch, wir haben über 220 Kriterien, mit denen Google eine Webseite oder eine URL beurteilt. Da ist die Verweildauer schon eine wichtige, weil Zufriedenheit immer was sehr Wichtiges ist. Aber natürlich hilft dir das alles nichts, wenn der Rest einfach nicht passt. Auch in dieser Thema, wie zufrieden ist ein User, ist die Verweildauer nur eine Kennzahl. Es gibt zum Beispiel eine Kennzahl Back to SERP, die können wir direkt nicht auswerten, Google aber schon. Das heißt, in der Google-Suche, wie viele klicken auf dich als Suchergebnis und wie viele kommen gleich nach wenigen Sekunden wieder zurück. Und das ist auch so eine Kennzahl, die mitspielt. Aber auch natürlich Interaktionen mit anderen Seiten, wie weit klickt man dann weiter und so weiter. Google hat da sehr viele Daten, weil er natürlich nicht nur die Google-Suche hat als Datenquelle, sondern auch natürlich den Google Chrome Browser, wo er unser Verhalten einfach analysieren kann. Willst du jetzt deine Website Online-Shop analysieren, empfehle ich dir, Folgendes einzustellen. Auf der einen Seite immer Daten von mindestens 6 Monaten anschauen, Seiten, die mindestens 20 Besucher hatten und mindestens über 5 Sekunden, aber unter 1 Minute Verweildauer hatten. In Google Analytics 4 wird eine Sitzung erst überhaupt nach 10 Sekunden gezählt. Da siehst du dann alle Seiten, wo Probleme sein könnten, die du einfach anschauen, analysieren kannst, mit Userbrain Tests durchführen kannst und ähnliches. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenke uns einen Daumen hoch und teile das Video doch gerne mit einem Kollegen oder einem Freund. Vielen Dank für die Unterstützung und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.